Und weiter geht's mit The Thaumaturge. Wir sind beim letzten Mal in Warschau angekommen und haben uns schon ein bisschen umgeschaut. Diesmal wollen wir zur Beerdigung unseres Vaters gehen. Also düsen wir da mal hin. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ich denke, ich werde jetzt wirklich nur noch die kurzen Texte mitnehmen zum Vorlesen. Denn wir kommen meines Erachtens ein bisschen sehr langsam voran. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich. Notiz mit Werbung. Roch Dobrutski, Herrenschneider, übernimm alle Arten von Schneideraufträgen zu möglichst günstigen Preisen. Sorgfältig, geschmackvoll und gewissenhaft vom ersten Schnitt bis zur letzten Naht. Heiße Schokolade trinken. Ein süßer Nachgeschmack mit einer leicht bitteren Note. Ein Genuss. Was? Ein Gruß aus Übersee, wo das Lied der Paradiesvögel auf die rasselnden Ketten der Sklaven trifft. Cool. Sehr cool. Was war das jetzt? Okay, neue Charaktere. Hier, Skizzen. Okay. Weil ich glaube, wir haben in dem Spiel eine ganze Menge zu entdecken. Aber das wird so nix, wenn wir alles durchlesen, was wir finden. Gut, da sind auch noch Türen. Wo wir aber auch noch nicht weiterkommen. Okay, hier sind noch ein paar Kutschen. Oh, hier ist eine ganze Menge zu lesen. Gut, da ist auch der Friedhof. Und dann schauen wir mal eben hier. Werbung. Bestattungsinstitut in der Targower Straße 16 in Warschau bittet erstklassigen Dekorationen und Ausstattung. Es richtet Beerdigungen von bescheidenen bis Extravaganz aus. Sehr niedrige Preise. Irgendein Nachruf. Was haben wir hier? Kirchliche Mitteilung. Votivmesse zu Ehren unserer heiligen Jungfrau vom Rosenkranz zugunsten der Brüder und Schwestern der Rosenkranzbruderschaft. 9 Uhr heilige Messe, gefolgt von einer Resitation der lauretanischen Litanei mit einem Gebet für die Bekehrung der Sünder. So, was ist mit dir? Excuse me, what's going on here? They're burying Satan in sacred ground. Some of those assembled believe it to be sacrilege. Konstancja Shabowska, the Warsaw Courier. What is your opinion, considering the book at your side? He's a tempermancer. Don't let him through. Sagen, wie du dazu stehst. Please, quote me. Eine stolze Antwort. These people, including this gentleman, are complete idiots. They all know very well that thaumaturges are immune to death. You don't say. And now, if you'll excuse me. No, you can't go any further.
ihnen sagen, sie sollen aus dem Weg gehen. I'm asking you kindly get out of my way before things get nasty. Get that heretic with fire and sword. Ja, sehr schön. Wir dürfen mal wieder kämpfen. Aber wie entscheiden wir denn jetzt, welcher... welchen Geist wir dabei haben? Weil ich hätte gerne den Bukawatsch dabei. Dich oder einen Salutor auswählen. Ah! Du kannst dir deine Fähigkeiten und die deines Salutors in einer Vorschau ansehen, um deine Angriffe zu planen. Ach, wir können alle verwenden. Oder wie? Du kannst jederzeit einen anderen Salutor beschwören. Ein grüner Rahmen um das Bild des Salutors bedeutet, dass er gegen diesen Feind besonders wirksam ist. Lies die Beschreibung über den Salutor, um herauszufinden, warum. Vorgeschlagen. Fokusentfernung wird gegen diesen Feind effektiver sein. Ich hätte aber gern den Bukawatsch mal dabei. Und zwar... Ach so, wenn Zusammenbruch ist, dann kann er das hier machen. Okay. Oh, warum haben wir denn jetzt hier alte Wunde? Und wie kommen wir da drüben auf die 2? Oh, feindliche Verstärkung ist unterwegs, steht hier oben. Okay. Ah, jetzt können wir Qual. So, das heißt, er kriegt nochmal gepeinigt und er kriegt auch ab. Desto niedriger die Lebenspunkte des Feindes, desto schneller. So, das heißt, er kriegt jetzt nochmal gepeinigt drauf. Warum hat der es jetzt nicht bekommen? Und schön, das hat ordentlich Schaden gemacht. So, der wird auf jeden Fall sterben. Ja, dann kriegt der jetzt Qual ab. Wir brauchen aber Leben. Ja, müssen wir so machen. Und wir machen... Ach, der braucht ja eh lange. Jo. Kloppen wir den halt so. Ja, wunderbar. Oh oh. Eigenschaften. Feinde können Attribute haben, die sie für deine Angriffe immun machen. Jedes Attribut gehört zu einer bestimmten Dimension. Und du kannst sie entkräften. Aha.
Eigenschaften deaktivieren. Um das Attribut eines Feindes zu entkräften, greife ihn mit einem Salutor an, der zur selben Dimension gehört wie das Attribut. Okay, wenn du nicht über die nötigen Dimensionskraft verfügst, kannst du dem Feind seinen gesamten Fokus rauben und einen Kraftangriff starten. So, und der hat jetzt Widerstand, senkt den erlittenen Schaden um 80%. Angreifen mit Upier, um zu deaktivieren. Okay. Ja, dann kriegt er erstmal alte Wunde. Und kriegt schön blutige Buße. Und Qual. Damit ist die Eigenschaft weg. Das sieht auch geil aus mit der Pistole. So, und jetzt kriegt er schön schnelle Hiebe. Ui. That was so enchanting. Spectacular. You with a scowl and a puffed out chest, and them dropping like flies in the blink of an eye? Collapsing on their own, becoming delirious? Extraordinary. Can we meet for an interview? Thank you, but I'm already late. Das war ein cooler Kampf. Der gefiel mir. Aber sehr cool, dass wir alle verwenden können. Alle gleichzeitig. Dann wird ja theoretisch das tatsächlich am meisten Sinn machen, wenn wir alles ein bisschen skillen. Weil Hirn haben wir jetzt ja zum Beispiel gar nicht. Wir gehen, glaube ich, trotzdem erstmal weiter auf Hand. Auch wenn es natürlich echt ein bisschen schade ist, dass wir einen Bereich gar nicht haben. Naja. Das heißt, wir sparen uns jetzt erstmal die weiteren Punkte, weil hier kriegen wir nochmal 2 Lebenspunkte dazu. Okay. So, hier dürfte es ja auch nochmal eine ganze Menge zu lesen geben. Genau, Stanislav Schulski, unser Vater. Das hatten wir schon mal gelesen. Was haben wir hier? Okay, Grabmäler. Die werden wir alle lesen für die Erfahrung, aber die lese ich tatsächlich nicht vor. Die Kämpfe sind es. Auf die Kämpfe habe ich so unfassbar Bock. Weil die so schön dynamisch sind, finde ich. Ich finde die Effekte so irgendwie so cool. Okay. Wir haben schon bald den nächsten Thaumaturgie-Punkt. Schön, schön, schön. Genau, das ist vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee. Sobald wir immer mit, welcher ist das jetzt? Hand? Ja, mit Hand auf Maximum sind, also wenn wir hier hinten ankommen und nicht weiter skillen können, dann können wir immer die skillen, die am niedrigsten sind. Das könnte eine gute Idee sein. So. Ja, klar. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Eine stolze Antwort. Ja.
We've ruled out any coronary causes since the doctors couldn't confirm whether the deceased had a heart. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Aha. I knew you'd turn up. I wouldn't miss this for the world. Stasha loved you in his own way. You look well. Lygia said you found some quack healer. Yes, thank you. You don't recognize me, do you? But do you remember who taught you how to shoot starlings? Uncle Veronian, I'm sorry. Don't worry, I probably wouldn't recognize myself anymore. Go look in on your sister, she's worried. We'll talk at home. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Bleiben, um dich von deinem Vater zu verabschieden. Fine, let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. Die Todesanzeige laut vorlesen. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better. Definitely closer to the truth. Aufrichtig verabschieden, den Traum erwähnen, den du nach Rasputins Hypnose hattest. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 salutars. Aufrichtig verabschieden? I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother because she wanted something for herself in life. Lygia because she wasn't born a boy. Me because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Nun gehen wir. Farewell, Father. Am I intruding? Herausfinden, was er will, sagen, dass er den Moment deiner Selbstbesinnung unterbrochen hat. I was reflecting at the grave of my beloved father. You tricked me. I heard something else. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope.
Das geht dir nichts an. With all due respect, this is my personal business. 'Twas my father who knew you, not me. True. Please forgive me. I meant no harm. Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Kaniechkin. Ivan Kaniechkin. Goodbye. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Okay, interessant. Schon wieder das. Blumenstrauß mit einer Nachricht. Ein Strauß Blumen und eine Nachricht. Du warst mir wichtiger, als ich jemals zugeben konnte. Und nun bist du fort. Mein Herz ist voller Sehnsucht. Aha. Achso. Das sind Grabsteine. Trauerkranz. Jemand hat eine Nachricht neben dem einfachen Kranz hinterlassen. Bezüglich der Methoden hatten wir unsere Differenzen, aber wir verfolgten das gleiche Ziel. Wir werden weitermachen, während du in Frieden ruhst, Bruder. Deine Freunde der Thaumaturgie. Und hier? Jemand hat eine ungewöhnliche Nachricht neben einem normalen Trauerkranz hinterlassen. Schmor in der Hölle. Anstößige Nachricht. Der Verfasser drückt auf unverblümte Weise seine Freude über Stanislavs Tod aus. Der Kranz wurde achtlos hingeworfen, wohingegen viel Zeit und Mühe in die Nachricht gesteckt wurden. Der Verfasser schrieb mehrere Versionen, die ihm allesamt nicht vulgär genug waren. Schlussendlich entschied er sich für die simple, aber eloquente Formulierung Schmor in der Hölle. Die Beerdigung von Stanislav. Ich war überrascht, wie viele Menschen sich von Vater verabschieden wollten. Er hatte sowohl Freunde, denen sein Tod sehr nahe geht, als auch Feinde, die über sein Ableben überaus erfreut waren. Anscheinend schürte Vater extreme Emotionen in allen Menschen, denen er im Laufe seines Lebens begegnete. Ah, wir haben wieder 2 Punkte, das ist gut. Dann holen wir uns das. Lähmende Wunde. Ah. Wenn wir das machen, kriegt der Gegner noch mehr gepeinigt. Dann machen wir das doch so. Und so. Nach der ersten macht unser Salutor auch mehr Schaden. Nach der zweiten kriegt der Gegner zweimal gepeinigt direkt. Das heißt, wenn er alle beiden Spells drauf kriegt, hat er insgesamt schon 3-mal gepeinigt. Machen wir das doch einfach so. Gehe zu deinem Elternhaus im südlichen Teil. Ich kann den Stadtteil nicht aussprechen. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Arrows post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? Erklären, dass du Ligias Bruder bist. We're twins, my dear lady. The Shulskis reunited. You don't look like a horrid cripple. Why did you leave Warsaw so quickly? Don't tell her anything. She'll write whatever she wants anyway. And we'd better get going. Na denn, dann stolze Antwort. I suggest you leave.
Otherwise, I'll overlook your womanhood and make sure you can never pronounce a single syllable correctly again. You'd permit that to happen, Judge? Maybe I should write about this. And who would let you print it? Someday the press will get the Russian boot off its neck, Judge. I'm afraid none of us will live to see the day, my dear. Come on, children. I'm sure my Petya is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Ja. Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Ja, cool. Ich frage mich, ob die Konversation anders gewesen wäre, wenn wir mehr auf Herz gespielt hätten. Weil scheinbar ist Stolz ja ein Laster vom Herz. So, wo sind wir? Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Verschlossen. Okay. Moment, aber hier waren wir noch nicht, oder? Oder ist das ein Gebiet, wo wir schon waren? Mal ganz schnell schauen. Nicht, dass wir hier Erfahrungen liegen lassen. Aha. Eintrittskarte. Eine Eintrittskarte für den Zirkus scheinbar. Da kommen wir auch nicht weiter. Nö. Achso, das ist die Tram. Die brauchen wir gerade nicht. Okay, es scheint aber nicht so zu sein, als wäre hier noch irgendwo was. Oh, hier. Eine Broschüre. Wir könnten hier nochmal theoretisch ganz schnell gucken. Oh, warte mal. Hier ist noch was. Ein Werbeplakat. Wir haben bald schon wieder einen Punkt. Ja, wir schauen hier nochmal ganz schnell. Aber scheint auch nicht so zu sein, als wäre hier noch was. Okay. Dann gehen wir jetzt zu unserer Familie. Am Mietshaus der Schulstries. Young Mr. Shulsky, after all these years, goodness gracious, you're drenched! Good evening, Grażynka. Evening. My, you're soaked. Come to the kitchen now. You can warm up by the stove.
And that drunken judge, maybe you can drag him out too. Where's my sister? In the study, already waiting with the lawyer. She said you were running late. Should I make you some cocoa, master? It would warm you up a little. Sagen, dass sie für Ligia Kakao machen soll. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. So, hier wird es bestimmt eine Menge geben. Erster Stock, Garten. Okay, im ersten Stock geht die Quest weiter. So, was haben wir hier? Porträt von Vater. Okay. Was ist das? Wieder eine Zeitung. Mit dem können wir reden. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today. But you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietia! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Oh. Wir können gar nichts für ihn tun, okay. Da geht's in den Keller. Ein Abendmahlrezept, okay. Gresinias Likörrezept. Okay. Wir brauchen wahrscheinlich wieder 2 Punkte, ne? Ja. Okay. I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stasios. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Ah, dann hole ich das wohl. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Ja, dann gucken wir doch mal. Ab in den Keller. Was finden wir hier? Ein Pinot Noir aus Oregon. Eine Flasche Rotwein aus den Vereinigten Staaten. Ein seltener Wein. Die Unfähigkeit, angesichts einer riesigen Überraschung die richtigen Worte zu finden, klebt an der Flasche. Selbst ein simples Dankeschön für das einzigartige Geschenk gestaltet sich überaus schwierig. Obwohl das Geschenk überaus begehrenswert war und zu den Lieblingsgetränken des Beschenkten zählte, blieben die Worte im Halse stecken. Denn es war ein unwillkommenes Geschenk. Ein Porträt von Mutter. You will be mine, secret. Okay, wir müssen mal 1 auf Hirn machen. So. Eine Flasche Weißwein aus Südfrankreich, ein teures Getränk, das unter Aristokraten beliebt ist.
Der Wein versprüht Aromen von Pfirsich, Apfel und einer gewissen Zuversicht, dass sich zwischen zwei Personen eine romantische Beziehung anbahnt. Es ist ein Getränk der Oberschicht, ein Geschenk von einer Frau an einen Mann. Und hier haben wir den Quietenlikör mit Bernstein. Eine kleine Flasche Quietenlikör mit Bernstein, ein Getränk für wahre Kenner. Die Flasche verströmt einen lieblichen Quietengeruch und den süßen Duft aufrichtiger Vorfreude auf eine bevorstehende Zusammenkunft. Dieser Likör bringt Menschen zusammen und mildert mit seiner Süße den bitteren Geschmack des Alltags. Er war Bestandteil eines Rituals, das zwei alte Freunde in vollen Zügen genossen. Voronins Flasche. Was im Keller der Schulskis zu finden ist, ist es mehr als wert, getrunken zu werden. Onkel Sascha würde für keine einzige der Flaschen... Was? Würde keine einzige der Flaschen verschmähen. Ah. So. Dann geben wir ihm die mal. How did it go? Mission accomplished? Eine Flasche Likör übergeben, eine Flasche Rotwein übergeben, eine Flasche Weißwein übergeben. Quietenlikör. I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasha's study after every funeral we went to, and raised a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasha and I used to say. How did he die? Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Schweigend anstoßen, auf einen leichten Tod anstoßen. Einen eigenen Toast äußern. Wir sind mal wieder stolz. May the ground be soft, Father. I'm not betting there's an afterlife. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? At Erstmal the funeral, there was this sad Jewish fellow, Mordechai Hayat. Do you know him, Uncle? He worked for Stanisław, but that was a long time ago. I don't know him more than that. So, shall we collect our inheritance? Ne, wir brauchen noch einen You'll all Moment. have to wait for me a moment yet. All right, but hurry up. Denn wir müssen... Aha, wir können noch einen Likör genießen. Likör ist kein Alkohol, sondern eher eine Tinktur, ja, in der Medizin. Und das Leben ist eine Krankheit, die mit dem Tod endet. Trinken wir also auf unsere Gesundheit. Okay. Hervorragend. Hier war der Keller. Hier ist noch eine Statue. Die Büste von Morana. Sehr schön. Nach oben gehen wir noch nicht. Wir gehen noch in den Garten. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Tatsächlich gar nichts. Dann nach oben. Büste von Serin. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Ernstes Foto. Gerader Rücken, ernste Gesichter, hochgereckte Nasen.
Zwei Jungen, die es nur allen recht machen wollen. Etwas ist hier schiefgegangen. Oh, Kleidung wechseln? Verwende die Garderobe, um dich umzuziehen. Wenn du deine Kleidersammlung erweitern möchtest, solltest du den Schneider besuchen. Ah, okay. Okay. Haben wir noch nicht. Okay, hier haben wir nochmal ein ordentliches Buch. Oh, hier ist auch nochmal eine ganze Menge. Nachricht von Mutter. Mein liebes Kind, stoppt die Nachricht von Stanislavs Tod, erfüllt mich mit tiefer Trauer. Leider werde ich nicht an der Beerdigung teilnehmen können. Meine Pflichten in Paris hindern mich derzeit daran, nach Warschau zu reisen. In Trauer und Schmerz bin ich bei euch. Mein Brief aus Rom. Liebe Schwester, ich schreibe dir, weil ich nicht schlafen kann. Wie ich schon schrieb, habe ich einen geeigneten Kandidaten gefunden, aber ich bemühe mich immer noch, sein Laster zu finden. Ich habe das Gefühl, dass Paimon nahe ist. Ich habe ihn sogar gesehen, vage, aber ich habe ihn gesehen. Mein Brief endet hier. Meine Nerven hindern mich am Weiterschreiben. Ja, ich werde vorsichtig sein. Denkt nicht, ich sei so dumm wie Vater. Polnisches Amtsblatt. Okay. Was haben wir hier noch? Noch ein Brief von uns. Alter, sind das lange Texte. Aber es gibt uns Erfahrung. Und das ist alles, was zählt. So, da ist der Notar. Um den kümmern wir uns gleich. Aber ein geiles Zimmer hier. Familienporträt der Schulzkis. Und was haben wir hier? Stanislavs Testament. Okay, da steht eine ganze Menge. Dann schnacken wir mal mit dem Typen hier. I am ready, Mr. Shulsky. I only need all of you to be present. Can we start reading your father's will? Ach so, warte mal. Patience was never my father's strong suit. But you'll have to arm yourself with a bit more of it. Wir sagen, glaube ich, unserem Onkel noch Bescheid. Weil das sollte dann ja auch zum Testament führen eigentlich. Ach so, wir können gar nicht mehr mit ihm reden. Okay. Also doch wieder alleine hoch. So, nur aber. Mr. Shulsky, it is late enough already. May we begin? Yep. Yes, let his will be done. Begin. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulsky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaclav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Ja, bitten auf den Punkt zu kommen, ne? Excuse me, but could we get to the details? Victor, I think we all want to address more temporal matters, don't we? In theory,
Would you be so kind? Of course. Here we are. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. Fragen, ob deine Mutter etwas erhält. Now, Mr. Fedorov, what did my father leave my mother? Victor, be serious. Nothing. There is a special item reflecting the absolute lack of any bequest to my former spouse, Nadia Fyodorovna Voronina. Ja, wir wollen uns nicht mit unserer Schwester zu sehr verscherzen. Die mag das nicht. Also warten wir mal. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Shulsky, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulsky used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Ah. Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Nach dem verschwundenen Grimoire fragen. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Dann fragen wir nochmal nach dem Tod unseres Vaters. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. Herausfinden, wo das passiert ist. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. So that's where it is. I've seen this place. I'd rather not imagine what condition you found father in there. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Sagen, dass er das nicht verdient hat. I foresaw a slightly more pleasant end for him, myself. I doubt even he deserved such a horrible death.
Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined in Jiu-Jitsu, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Sagen, dass du dir die Sachen deines Vaters ansehen And wirst. where are father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock-taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Zugeben, dass das Gebäude eine gute Spur ist. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? Nach Ivan fragen. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. Und nach Mordecai fragen. And Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Nö, sagen, dass du bereits alles weißt. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Okay, hierbei belassen wir es aber. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, freue mich wahnsinnig aufs nächste Mal und bis bald.